SHT-Seminar, liebe Zuschauer, kennen viele mittlerweile. Roberto Martinez ist da der diese Seminare hält, der diese Technik ins Leben gerufen hat. Neben mir steht die Heidi. Hallo Heidi. Hallo. Du hast auch das Seminar besucht. Was mich mal interessiert, wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass es das gibt? Ich habe ganz viel über ihn gesehen, bei dir, bei Welt im Wandel und all diese Sachen. Und ich habe ganz viel Positives gehört. Und ich nenne sowas immer Horizonterweiterungsseminare. Ne? Manche wissen ja, dass ich Neurobiologin bin. Und Gesundheit ist halt so ein allumfassendes Ding. Und Nahrung ist das eine. Aber es gibt noch was ganz Wichtiges und das ist halt diese Energie. Und dann habe ich von einer Freundin noch mal wieder gehört, das und das, geh da mal hin. Und habe mich dann... Ich habe dann von dir das mit deinem Weg, My Way, habe ich gesehen und dann habe ich Salzburg gebucht. Ist auch gar nicht so lange her. Ja, und dann war ich dort. Wie war dein Eindruck? Als das Ganze, das waren ja viele Menschen, sind ja da immer dort, das sehe ich dann. Wie war das Gefühl für dich? Wie war das Seminar? Wie war dieses ganze Thema? Weil Neurobiologin heißt ja klassischer Studiengang und klassische Abläufe und nur was wissenschaftlich bestätigt ist. Und da gibt es ja immer diese Diskrepanz. Wie hast du den Inhalt des Seminars wahrgenommen? Also es gibt tatsächlich Wissenschaft, die all das, was er sagt, untermauert. Das kommt nur bei den Menschen da draußen nicht an, das weiß ich aber so. Und nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch ganz viele Menschen, die viel behaupten. Und dann kommt am Ende nichts Größeres bei rüber, außer geht in meine Gruppe, geht in meine Akademie, geht in dies, geht in das so. Und als ich dort war... Also kaum war er da, es war sehr angenehm so von den Leuten her, das war sehr freundlich alles miteinander und was mir aufgefallen ist, dass das so eine Eigendynamik an Energie bekommen hat. Also das war sehr hoch, sehr witzig, also wir haben total viel gelacht, weil er ist ja auch einfach total witzig und hat eine total große Klappe, also das ist echt lustig gewesen und was mir total positiv aufgefallen ist, es gibt in diesem Bereich ja ganz viele Menschen, die immer sagen, ich heile dich. Ne? Du kennst das ja und das stimmt so nicht. Ne? Auch wenn man eine gute Nahrung, das alles, wir nehmen das auf und nur wir heilen uns selber und das ist das, was er immer gesagt hat. Und es gibt ja einige, also ich bin ja auch so ein Mensch, am liebsten zu Hause vom Computer aus und nicht irgendwo hinzureisen, weil ich viel unterwegs bin. Aber mir ist aufgefallen, erstens muss man es üben, das ist doch komplex. Und ich habe viel belegt und ich habe mich viel rumgetrieben, sage ich mal. Und man bekommt direkt was in die Hand, womit man was anfangen kann. Also am Ende des Tages bist du voll gut drauf, ist einfach so. Jetzt, wenn ich dich so anschaue, also du siehst mir fit und gesund aus. Was war der Grund, dahin zu gehen? Was hat dich dahin getrieben? Weil viele Menschen, die ich gefragt habe, gingen dahin, ja, ich hatte Rückenschmerzen, ich habe da ein Problem, dort ein Problem. Aber jetzt du schaust mir sehr fit aus, weil keine Falten und also dir muss es doch richtig gut gehen. Denkt man immer. So, aber es gibt auch so Themen, also zum Beispiel, also das will kein Mensch immer, also zum Beispiel so Traumata, die man erlebt hat, die jeder von uns halt durch hat. Und ich suche halt so nach, oder habe danach gesucht, wie kriege ich guckt euch draußen an, was politisch los ist. Also mich macht das teilweise, oh Gott, man wird ja immer wieder in diese Angst gezogen. Und dass ich für mich Methoden finde, und das fand ich bei ihm sehr gut, im Gegensatz zu vielen anderen, wie gesagt, man kriegt direkt man hat am Abend direkt was in der Hand Ergebnis. Und man kann weitermachen. Aber man muss es auch wirklich diszipliniert durchziehen, das ist es. Und man hat nochmal so einen Anschub durch die Gruppendynamik. Also eine Freundin von mir war halt auch dort, unabhängig von mir, in einem ganz anderen Seminar. Die sind immer ratzfatz ausverkauft. Und die hat auch unheimlich positiv, also die hat zum Beispiel Krankheitsprobleme und ich hatte das. Konnte sie mitnehmen, konnte mit SHT wirklich bei sich arbeiten, an sich arbeiten? Sie hat tatsächlich nur Schicksalsveränderung gemacht und ich habe SHT gemacht und trotzdem unabhängig voneinander haben wir die gleiche, also sie war auch voll begeistert und sie hat das Problem, dass sie auf einmal einschläft. Zack, weg. Und das ist tatsächlich nach diesem Seminar weg gewesen. Das hat sie da nicht mehr gehabt. Sie sagt halt, aber ich muss wirklich weitermachen und genau das spüre ich auch, weil man muss es wirklich diszipliniert machen, weil sonst funktioniert es auch nicht. Jetzt bist du ja jemand, der hat studiert, der hat eine Universität besucht. Ich meine, Neurobiologie, Doktortitel, das sagt, langer Weg gegangen, viel gelernt. Wenn solche Techniken jetzt zu dir kommen und du wendest diese Techniken an und du merkst plötzlich, wow, was macht denn da mein Körper, was macht mein Geist?
Ist das nicht eine Thematik, wenn du zurückblickst und sagst, Mensch, warum lehren wir das nicht an den Universitäten? Da habe ich mich so lang, also da brauchst du ja nur bei Algen anfangen. Also Dein Thema, mein genau. Thema, also wo alleine Nährstoffmangel, also so wirklich Sachen, wo man sagt, die sind ja eigentlich total logisch. Da brauchst du noch nicht mal mit immer irgendwie Traumata oder Energie oder irgendwas anfangen. Das ist ja für die total, ne? Und das ist zu viel für die. Also es heißt, im Moment weg. noch gibt es die Klassiker noch, die einfach die klassischen Wege gehen. Immer mehr Menschen sehen, wir gehen andere. Schön, dass du gesagt hast, dass es auch bereits wissenschaftliche Nachweise dafür gibt, dass solche Dinge funktionieren im Körper. Machst du es selbst weiter? Ja. Ich will ja auch die Ausbildung bei ihm machen. Ah. Also das hat sonst bislang keiner geschafft, aber Roberto hat es hingekriegt, ohne es zu wissen. So. Nee, und, würde sich freuen. Ja, das denke ich auch. Also deswegen stehe ich auch gerne hier und sage das, weil es ist wirklich eine tolle Sache. Aber es geht wirklich darum, es selbst und eigenverantwortlich, wie das, was wir uns jeden Tag einverleiben, mit der Hand in Form vom Essen, auch das zu tun. Also geht's wieder hin. Ich liebe, ich glaube, ich vertraue. Genau. Da beginnt's. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Es sind nicht nur Menschen, die Schmerzen haben, Menschen, die kommen und sagen, ja, das Problem, Magen und hier und dies kann ich nicht mehr und das kann ich nicht mehr. Nein, es ist ganzheitlich, es geht darum, und mich begeistert es immer, Menschen, die wirklich einen Berufsweg gegangen sind, der viel von ihnen gefordert hat, bis sie den gehen konnten, der viel Lernen erfordert hat, die selbst auf ihrem Weg plötzlich sehen, stopp mal, da gibt es noch einen anderen Bereich, den ich gut integrieren kann. Dann wird es ganzheitlich und dann hat es dich zum gewünschten Ergebnis geführt, die Selbstheilungstechnik? So lange mache ich es noch nicht, aber es ist bei mir das eingetreten, was er auch sagt, es kann eine Erstverschlimmerung kommen. Und bei mir ist jetzt, also ich habe Blockaden halt gelöst und auf einmal, bricht so alles. Also bei mir ist viel los. Also, aber im Guten, also es klärt sich. Manchmal muss man ja den Weg reinwaschen, damit was Neues kommt. Das kennen wir ja alle. Ich sage immer wie im Schneeräumer. Schnee ist was Schönes, aber nicht vor mir auf der Straße. Richtig, so ungefähr. Ja. Und das hat nochmal richtig Eigendynamik bekommen. Aber im Guten. Im Guten. Ja, guck mal, jetzt bin ich hier und Roberto ist auch hier, wie witzig oder so. Ja, ne? Es macht Sinn, ne? Es passt zusammen. Es passt total zusammen. Von deiner Erfahrung, würdest du Menschen dieses Seminar empfehlen? Ja. Also du hast das erlebt. Wie gesagt, du bist jemand, der einen langen Lebensweg, einen studierten Weg gegangen ist, der in seinem Beruf viel gemacht hat. Universitäten sind für dich kein Fremdwort. Nein. Finde ich besonders toll, A, dass du den Mut hast, mir die Fragen zu beantworten und B, dass du auch sagen kannst, ja Leute, macht das bringt euch was auf allen Ebenen. Es bringt wirklich was und das merkt man auch am Ende des Tages, finde ich. Nur wie gesagt, es muss auch weitergemacht werden. Also das finde ich halt das Tolle. Also diszipliniert auch dranbleiben. Ja, muss man wirklich. Nach dem wirklich, ne? Und das ist gar nicht so einfach. Also da muss man den inneren Schweinehund wirklich angehen. Also dass das eine Gewohnheit wird, so wie Zähne putzen. Ja, ich kenne das auch. Ich durfte es auch besuchen, ist schon eine Weile her. Aber ich sage den Menschen immer, schaut mich an. Es geht mir gut, ich fühle mich wohl. All diese Dinge, die in mein Leben gekommen sind, haben mir auf meinem Weg auch weitergeholfen. Ich sage vielen Dank, dass ich dich fragen durfte, Heidi. Alles Gute in der Zukunft. Und Ihnen, liebe Zuschauer, soll das Interview auch wieder einen Impuls geben, zu sagen, gut, wenn in meinem Leben schon was schief läuft oder wenn ich denke, ich könnte da mein Leben noch verändern, dann buchen Sie beim Roberto ein Seminar und Sie werden sehen, was sich bei Ihnen verändert.